Hallo Freunde, ihr habt auch ein klassisches Balkonkraftwerk mit 800 Watt, so wie ich. Dann habt ihr sicherlich gemerkt, dass das Jahr jetzt fast vorbei ist und so viel habt ihr gar nicht eingespart. Woran liegt das? Wahrscheinlich habt ihr das gleiche Problem so wie ich. Ich bin tagsüber meistens nicht zu Hause, bin auf der Arbeit und ihr wisst, gerade in dem Moment scheint die Sonne. Und was passiert dann genau? Der Wechselrichter generiert den Strom, speist in das Haus ein und so fließt der Strom zurück an den Stromanbieter. Es wird leider nichts vergütet und im Endeffekt habt ihr davon auch nichts. Das System amortisiert sich, wenn man genau mal hinschaut, erst nach einigen Jahren. Aber mein Kumpel Jan hat eine Lösung für euch und deshalb werden wir gleich mal in die Werkstatt gehen und euch diese Lösung vorstellen. Also Kanal abonnieren, Videos schon mal liken und nach dem Intro geht's los. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Moin Chris, hallo Leute. Schön, dass wir wieder hier sein können. Sehr gerne. Und du hast was richtig Cooles mitgebracht, ne? Und zwar aus dem Hause Enka. Genau. Dann schieß mal los. Was haben wir denn heute hier auf dem Tisch stehen? Enka Solix Solarbank 2 AC. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Klassisches Balkonkraftwerk, 800 Watt mit 2 Paneelen, oftmals limitiert. Nicht das, was man wirklich braucht, um ehrlich zu sein. Wenn man noch jung zu Hause ist, immer arbeiten. Ne? Und dafür haben wir hier jetzt einen Problemlöser, sagen wir mal. Der sogenannte Alleskönner. Alleskönner. Solarbank 2 Pro AC. Ja? Genau. Was heißt denn eigentlich AC? AC heißt in diesem Falle, dass wir hier einen Speicher haben mit 1,6 Kilowatt Speicherkapazität, einen Wechselrichter integriert mit 2 MPPT-Trackern und eine Schutzkontaktsteckdose, die genutzt werden kann als Eingang zum Speichern, aber auch als Ausgang, als Inselanlage, sage ich mal. Und das ist auch der große Unterschied zur Solarbank 2 Pro, die wir euch auch schon mal vorgestellt haben. Genau. Ja, Genau. Wir haben ja schon viele Videos gedreht zum Thema Balkonkraftwerk, haben unterschiedliche Balkonkraftwerke aufgebaut und haben halt wirklich festgestellt, ohne Speichersystem bringt das Ganze relativ wenig. Ja. Wie gesagt, du bist ja genauso wie ich jeden Tag immer unterwegs, sitzt auf der Arbeit, siehst die Sonne scheinen und denkst dir, cool. Ja, schön wäre es gewesen. Schön wäre es gewesen. Die Energie bleibt ungebraucht. Genau. Und rückvergütet wird es ja durch den Betreiber auch nicht. Nein. Also habe ich letztendlich gar nichts außer die hohen Anschaffungskosten, Panels und Mikrowechselrichter. Genau. Und der Strom ist verpufft. Ja? Und dafür kommt jetzt der Alleskönner. Der Alleskönner. Du hast dein Balkonkraftwerk, du hast deinen Mikrowechselrichter, das lässt du unberührt. Das lässt du genau da, wo es steht. Nimmst die Enka Solix 2 AC, stellst sie daneben und schließt dein Balkonkraftwerk in der AC-Steckdose an. Okay. Dann hast du dein Balkonkraftwerk mit einem Speicher verbunden und kannst anfangen zu speichern. Jetzt ist es ja so, dass die Gesetzeslage sich ein bisschen geändert hat. Wir haben die 800 Watt, die halten wir auch ein, dürfen aber bis maximal 2000 Watt an Paneelen haben. Das entspricht in der Regel, je nachdem wie groß sie sind, 4 Panels. Genau, 4 mal 500 Watt Genau. Panels wären 2000 Watt und damit überschreiten wir auch die gesetzliche Grenze nicht. Genau. Und diese 2 Panels kannst du zusätzlich hiermit anschließen. Und das ist auch die Besonderheit. Ich nutze mein bestehendes System, schließe vielleicht auch meinen Wechselrichter ganz normal an, sage hier, ich betreibe den weiterhin vielleicht mit meinen 500 Watt Panels oder vielleicht auch in der Regel haben die Leute geringere Panels, 435 Watt oder so. Schließe das Ganze an mein bestehendes System. Ja? Und dafür wurde das eigentlich auch konzipiert. Und wenn ich dann noch mehr möchte, weil ich merke, komm, jetzt habe ich diesen Speicher, kriege den aber nicht voll. Gerade jetzt, es wird immer dröger draußen, immer dunkler. Wir merken es selber, die Erträge sind minimal. Dann braucht man natürlich ein bisschen mehr Eingangsleistung. Heißt, wir besorgen uns nochmal 2 zusätzliche Panels und die können wir uns dann einmal hier an die MPP-Tracker einmal anschließen. Davon haben wir 2 Stück. Da sind sie. Ein Panel, zweites Panel. Eingangsleistung 600 Watt. Jeweils. 600 Watt sind 1200 Watt. Und auf der anderen Seite, AC-seitig, können wir mit unserem Mikrowechselrichter an, der ja 800 Watt maximal Ausgangsleistung haben darf. Das Ganze geschieht hier. Deckel hoch, Mikrowechselrichter rein und dann haben wir unsere 2000 Watt Eingangsleistung. Und dieser Anschluss hier ist AC-seitig fürs Haus. Jetzt werden sich viele fragen, ist denn die Solarbank 2 AC überhaupt kompatibel mit meinem Wechselrichter, Jan? Tatsächlich schon.
Also, es sind hier zu 100% alle Wechselrichter bzw. Mikrowechselrichter 100% kompatibel. Da wir hier AC-seitig über die AC-Dose einspeisen, wird die Leistung generiert über die AC-Seite. Das heißt, Klarschutz 230 Volt, 50 Hertz geht da rein. Also völlig egal, ich brauche keinen Völlig Enka-Wechselrichter, ich kann alles nehmen. Du kannst alles nehmen. Okay. Alle Wechselrichter haben den gleichen Output und der geht hier rein. Und ich glaube, da werden sich auch die meisten drüber freuen. Ne? Wenn man jetzt vielleicht über so eine Lösung nachgedacht hat, ist das so ein Produkt, was man jedem empfehlen kann tatsächlich. Enka selbst wirbt mit 6 Sekunden Aufbauzeit. Das heißt, Balkonkraftwerk hier rein, Enka Solix von hier ans Haus. Läuft. That's it. Ja, in 6 Sekunden. 6 Sekunden. Und dann läuft mein System. Läuft das System. Okay, und wenn ich das Aber- Ganze intelligent haben möchte, Genau. was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich eine App. Ja, und Eine die App. App, die ist wirklich schön. Die zeigen wir euch auch. Die App an sich langt aber noch nicht. Ja. Wir brauchen das klassische Smart Meter, was wir auch schon von der Pro-Version kennen. Das wird zu Hause bei euch im Sicherungskasten montiert, misst die ganzen Ströme und kann wirklich den aktuellen Verbrauch, der benötigt wird, übermitteln und anfordern, sage ich mal. Genau. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe aus eigener Erfahrung in den letzten 3 Monaten bis zu 1/3 am Tag nur aus dem Netz bezogen. Alles andere heißt 2/3 wurden von der Solarbank freigegeben. Das heißt, ich spare wirklich 2/3 von meinem monatlichen Strompreis. Ja. Und wenn ich das Ganze nicht mehr haben möchte, kann ich in meine App einstellen, ich möchte durchgehend 200 Watt einspeisen. Zum Beispiel. Aber natürlich ist die intelligente Lösung die beste Lösung. Das heißt, wenn ich meinen Staubsauger anmache, ne, und der zieht jetzt 800 Watt, dann stellt meine Solarbank 2 AC über den Smart Meter den Strom zur Verfügung. Ja. Und wenn ich den Staubsauger wieder ausschalte, ja, dann wird die Solarbank wieder gefüllt durch meine Module auf meinem Dach. Wie ihr es von der Pro-Version noch kennt, ist hier noch diese Steckdose. Diese nutzt ihr im Regelfall für euer Balkonkraftwerk, was ihr hier anschließen könnt. Oder im Falle eines Falles, wenn der Strom ausfällt, Balkonkraftwerk raus, umstellen auf Inselanlage, Verbraucher rein und bis zu 1200 Watt lassen sich hier rausziehen. Also, Funktion ist weiterhin gegeben. Sehr gut. Kommen wir jetzt zum Zubehör und das ist wirklich überschaubar. Ja. Ist aber auch völlig ausreichend. Ja? Wir haben hier 4 x 3 Meter Solarkabel. Einmal das klassische AC-Kabel, 5 Meter lang Ja. und so Abstandswinkel, wenn ihr das Ganze an der Wand befestigen wollt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Praxistest, nehmen einmal die Solarbank mit und schließen sie jetzt drüben mal an das bestehende Balkonkraftwerk an. Und dann schauen wir mal, was da so passiert. Ja, also kommt mit. In der Zeit schon mal das Video einmal liken, Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und Jan, pack mal mit an. Wir gehen jetzt rüber. Hier mein Setting. 4 435 Watt Panels von Enka, 2 aufgestellt, 2 auf dem Schuppendach. Und jetzt gehen wir mal rein in den Schuppen und da schauen wir uns mal die Solarbank 2 AC an. Ich habe hier einen Schuppen, der ist ab und zu ein bisschen feucht, ist aber nicht schlimm. Ja, ihr habt das Gehäuse ist IP65 geschützt, wie bei der Solarbank 2 Pro auch. Ihr habt die integrierte Heizung, das ist alles gar kein Problem. Auch im Winter könnt ihr euer System draußen stehen lassen. Kurz mein Setting hier dargestellt. Ja? Klassischer 800 Watt Wechselrichter. Die Kabel von den Solarmodulen und draußen führe ich hier in der Ecke rein und werden jetzt einmal für euch das Gerät in Betrieb nehmen. Unsere Module vom Dach, ja, 2 Stück haben wir, schließen wir jetzt einmal hier an. Dafür müsst ihr die Kappen einmal abziehen. Bis es fest verankert ist. Da bewegt sich nichts mehr, die sind fest. Okay, auf der anderen Seite, AC-seitig, kommt jetzt der Mikrowechselrichter rein. Ja. Mikrowechselrichter ist dran. Und jetzt einmal das Kabel zu unserem Haus an das Speichersystem. Klick. Und das System geht jetzt einmal an die Steckdose. Das System läuft. Das seht ihr, wenn alles blau leuchtet. Wenn es irgendwo rot blinkt, habt ihr einen Fehler gemacht, dann müsst ihr nochmal schauen, woran es liegt. Ansonsten ist das System bis 9,6 Kilowatt erweiterbar. Ich habe hier 2 Erweiterungsspeicher. Ich komme damit gut durch das Jahr, tatsächlich muss ich sagen. Für alle die ein bisschen mehr Energie wollen, wie gesagt 9,6 Kilowatt. Heißt, ihr könnt euch so richtig schön Turm bauen. Praxistest erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Bestanden. Wir sind jetzt wieder hier in deiner Werkstatt und wollen uns jetzt nochmal über die Zahlen unterhalten, weil die Zuschauer wollen ja wissen, wo ist eigentlich der Unterschied? Klassisches Balkonkraftwerk zu einem Balkonkraftwerk mit Speicher. Was spare ich da? Wir wollen das System ja so schnell wie möglich amortisieren. Und wir haben schon mal geschaut. Ne? Balkonkraftwerk. Gibt also
Zahlen tatsächlich. Ja. Das ist gar nicht so wenig. Ne? Also wenn wir über Ja, Eigenversorgung oder Selbstversorgungsrate Ja, sprechen, genau. dann schießen wir los. Wenn wir uns die Selbstversorgungsrate beim normalen Balkonkraftwerk anschauen, mit 2 Panels und 800 Watt liegen wir bei rund 40%. Genau. Das ist eine Ersparnis im Jahr von rund 180, 184 Euro über den Daumen. Und damit haben wir auch die Jahre mal gerechnet. Genau. Das kommt auch gut hin tatsächlich. Das kommt auch gut hin und das lässt sich natürlich steigern. Wenn wir speichern und die Strom dann nutzen, wann wir es auch brauchen. Genau. Ne? Also haben wir eine Selbstversorgungsrate bei einem Gerät mit Speicher und rechnerisch 2000 Watt, also 4 mal 500 Watt Paneele. Genau. Eine Prozentzahl von rund 96% tatsächlich. 96%. Ja. Ja, das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Und wenn wir mal uns die Zahlen anschauen, wenn wir ganz mal gucken, wir rechnen jetzt mit einem 40 Cent Kilowattpreis. Das ist natürlich ein bisschen höher als aktuell, ne? Aber Enka rechnet tatsächlich mit 40 Cent, dann sind wir ungefähr bei 900 Euro Ersparnis im Jahr. Wir haben natürlich auch noch einen gewissen Grundpreis, der ist da jetzt nicht berücksichtigt, aber letztendlich könnt ihr schon so maximal 900 Euro sparen im Jahr. Ne? Klar sind alles ein bisschen Laborwerte. Genau, ne? Je nachdem, wo ihr auch wohnt. Ne? Genau, und wie die Panels alle angestellt sind. Aber ich denke so 900 Euro, das kann man im Groben anpeilen. Genau. Was man gut dazu sagen kann, Anschaffungspreis. So, der Anschaffungspreis von diesem Gerät liegt aktuell im Angebot für Vorbesteller bei 799 Euro bis Dezember. Inklusive Smart Meter for free dazu. Inklusive Smart Meter. Weil irgendwann kostet er wieder 100 und dann würde ich sagen, schlagt ihr jetzt nochmal zu, bevor ihr euch ärgert. Also perfekte Ausrichtung, 900 Euro im Jahr, sollte man sich überlegen. Plus ein paar Panels habt ihr das nach 2 Jahren wieder raus. Ne? Tatsächlich könnt ihr da nichts falsch machen. Und ich empfehle da auch so eine Solarbank oder generell so einen Speicher zu nutzen, weil das macht halt auch mehr Spaß. Ne? Das Thema Solar macht ja auch große Freude, ihr wisst es selber. Dann schaut in die App und ich freue mich da auch, wenn ich sage, guck mal, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen was gespart. Und das ist gar nicht wenig tatsächlich. Ne? Das ist so. Jetzt haben wir in diesem Video öfter mal über den Smart Meter gesprochen. Genau. Ja? Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Smart Meter einbauen müsst, dazu haben wir ein Video gedreht. Schaut gerne mal rein, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Ansonsten auch im Abspann. Da findet ihr das Video zum Smart Meter auch nochmal. Ja? Okay, ich würde sagen, Jan, lasst uns über das Fazit sprechen. Ja? Sehr gerne. Was ist denn so dein Fazit zu der Solarbank 2 AC? Mein persönliches Fazit. Meine größten Punkte, die ich gut finde. Der Anschaffungspreis von 799 Euro aktuell. Im Vergleich zu dem, was das Ding reinspielt, bis zu 900 Euro. 2 Panels hat schon fast jeder auf dem Dach. Also muss man sich noch irgendwie 2 Panels ergaunern, sage ich mal. Und dann ist diese Kiste förmlich bezahlt. Und aktuell haben wir noch die 0%-Regelung. Ne? Wer weiß. Das auf jeden Fall. Das ist auch so ein Punkt. Kann man wieder ein ganzes Video drüber machen. Wir wissen gar nicht, wie es im nächsten Jahr aussehen wird. Genau, vielleicht entfällt da die Mehrwertsteuer nämlich nicht mehr. Genau. Und dann zahlen wir 19% nochmal drauf. Also aktuell ohne Mehrwertsteuer lohnt sich der Kauf schon. Ne? Das ist so. Also Anschaffungskosten und das, was es reinbringt, finde ich, hat ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Genau. Und dazu, nicht zu vergessen, 10 Jahre Garantie. 10 Jahre Garantie, 15 Jahre garantierte Lebensdauer, 6000 Ladezyklen, das muss man erstmal schaffen. Also was will man mehr? Und ich glaube, in 15 Jahren können wir uns noch mal darüber unterhalten, wer dieses System noch betreibt. Das ist mittlerweile, die Technik ändert sich ja auch so schnell. Ne? Enka bringt tolle Produkte auf den Markt, wahrscheinlich nächstes Jahr schon wieder was Neues oder übernächstes Jahr. Ja. Man muss ja auch ein bisschen gucken, es gibt ja die einen, die rechnen wirklich auf den Cent, 3 Stellen hinterm Komma. Und die anderen, die haben ja auch ein bisschen Spaß und Freude an der Sache. Ne? Das ist ja ein Stück weit mittlerweile auch Hobby. Ne? Also den Fun-Faktor, den darf man halt nicht vergessen in seiner Berechnung. Das stimmt, natürlich. Und ansonsten, was ich auch schön finde, halt der integrierte Wechselrichter hier drin. Ja, das ist, man kann, man muss nicht. Genau. Ne? Man hat hier den integrierten Wechselrichter drin für die 2 Panels, die man anschließen möchte. Ein Alleskönner. Genau, Alleskönner. Ne, das ist, und ich kann es bis zu minus 20 Grad auch draußen aufstellen. Da friert nichts ein und da entlädt auch nichts. Ne? Also super gut. Und da soll ja auch noch einiges kommen. Mal gucken, was in der Zukunft noch über Firmware freigeschaltet wird. Wir wollen es nicht vorwegnehmen. Da kommt auf jeden Fall noch was. Und ja, da müssen wir mal gucken. Wir bleiben da am Ball. Ja. Okay. Notstrom? Notstrom? Ja, ist drin. Ne? Schönes Highlight finde ich auch natürlich die Notstromfunktion.
Ja. Und könnte jetzt auch natürlich bei einem Stromausfall einfach mal meinen Mikrowechselrichter abziehen und meinen Kühlschrank anschließen, bevor da die ganze Ware irgendwie schlecht wird im Kühlschrank. Und sogar mit einer höheren Leistung. Jetzt 1200 Watt statt 1000 Watt. Schon eine schöne Sache. Ist ordentlich. Also, ihr findet alles in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne ein paar Kommentare. Da freuen wir uns natürlich immer wieder mal, wenn wir diese beantworten dürfen. Video-Like nicht vergessen, Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Da würde uns natürlich jedes Abo weiterhelfen. Und in diesem Sinne bedanken wir uns, dass ihr zugeschaut habt. Jetzt im Abspann kommen noch ein paar Videos, Smart Meter, generell was zum Thema Balkonkraftwerk. Da ist auf jeden Fall was für euch dabei. Und Jan, du darfst heute mal Tschüss sagen an die Community und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.